Hallo Leute. Ich begrüße euch bei Learn German. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Also los geht's. Temporale Präpositionen. Hast du Probleme mit den temporalen Präpositionen? Mit diesem Video bekommst du alle Informationen zu allen Präpositionen auf einen Blick. Temporale Präpositionen geben zeitliche Beziehungen an. Hier findest du Beispiele zu temporalen Präpositionen, die du schon kennst. Temporale Präpositionen sind Präpositionen, die sich auf einen Zeitpunkt oder eine Zeitspanne beziehen. Man fragt mit wann? Wie lange? Wann beginnt der Unterricht? Der Unterricht beginnt um 9 Uhr. Wie lange arbeitet sie? Sie arbeitet von 8 Uhr bis 16 Uhr. Temporale Präpositionen bestimmen einen Zeitpunkt. Wann? Wir erklären die Präpositionen. Am. Im. Um. Vor. Nach. In. An plus Dativ wird mit Wochentagen oder bestimmten Tageszeiten verwendet. Am Plusdatum Tageszeit Wochentag. Möchten Sie an der Prüfung am 12. März teilnehmen? Möchten Sie an der Prüfung am 12. März teilnehmen? Die Prüfung findet am Vormittag statt. Die Prüfung findet am Vormittag statt. Am Montag können Sie Ihr Zeugnis abholen. Am Montag können Sie Ihr Zeugnis abholen. Am Abend lese ich ein Buch. Am Abend lese ich ein Buch. Am Montag gehe ich zur Arbeit. Am Montag gehe ich zur Arbeit. In plus Dativ wird mit Monaten, Jahreszeiten oder in der Form in der Nacht verwendet. In plus Monatsname Jahreszeit. Im ist in dem. Im Januar beginnt das neue Jahr. Im Januar beginnt das neue Jahr. In der Nacht ist es ruhig. In der Nacht ist es ruhig. Unsere nächste Sitzung ist im Mai. Unsere nächste Sitzung ist im Mai. Um plus Akkusativ wird mit Uhrzeiten verwendet, zu bestimmten Zeiten des Tages. Um plus genaue Uhrzeit. Ich gehe um 8 Uhr ins Bett. Ich gehe um 8 Uhr ins Bett. Der Zug fährt um 10 Uhr ab. Der Zug fährt um 10 Uhr ab. Wir treffen uns um 15 Uhr. Wir treffen uns um 15 Uhr. Vor plus Dativ wird verwendet, um auf einen Zeitpunkt in der Vergangenheit zu verweisen, der vor einem anderen Zeitpunkt liegt. Vor plus Dativ gibt an, was vorher passiert. Vor der Arbeit macht sie Sport. Vor der Arbeit macht sie Sport. Ich habe vor einem Jahr in Berlin gewohnt. Ich habe vor einem Jahr in Berlin gewohnt. Vor dem Frühstück liest er die Zeitung. Vor dem Frühstück liest er die Zeitung. Sie hat vor kurzem ihren Job gewechselt.
Sie hat vor kurzem ihren Job gewechselt. Nach plus Dativ wird verwendet, um auf einen Zeitpunkt in der Zukunft zu verweisen, der nach einem anderen Zeitpunkt liegt. Nach plus Dativ gibt an, was danach passiert. Nach der Arbeit möchte er sich mit seinen Freunden treffen. Nach der Arbeit möchte er sich mit seinen Freunden treffen. Er kommt nach der Arbeit nach Hause. Er kommt nach der Arbeit nach Hause. Ich werde nach dem Mittagessen spazieren gehen. Ich werde nach dem Mittagessen spazieren gehen. Nach dem Film gehen wir essen. Nach dem Film gehen wir essen. In plus Dativ wird verwendet, um auf eine Zeitspanne in der Zukunft zu verweisen, die nach einem bestimmten Zeitpunkt liegt. In plus Dativ gibt an, wie weit ein Ereignis aus jetziger Perspektive in der Zukunft liegt. In 2 Tagen fangen die Schulen an. In 2 Tagen fangen die Schulen an. In einem Monat haben wir Urlaub. In einem Monat haben wir Urlaub. In einer Stunde werde ich zu Hause sein. In einer Stunde werde ich zu Hause sein. In der nächsten Woche treffen wir uns wieder. In der nächsten Woche treffen wir uns wieder. Lasst uns zusammen üben. Der neue Termin. Ergänzen Sie die Präpositionen und Artikel bzw. Artikelendungen, wenn nötig. Liebe Frau Müller. Wir hatten 13. Oktober 12 Uhr einen Besprechungstermin zum Thema neue Marketingkonzepte vereinbart. Leider ist bei mir kurzfristig etwas dazwischen gekommen. Ich muss dies Tag nach Rom reisen. Könnten wir unsere Besprechung auf den 20. Oktober verlegen? Sollten Sie in der genannten Woche keine Zeit haben, ginge es auch. 27. Oktober oder 4. November. Mit besten Grüßen. Siegbert Mega. Sie haben 10 Sekunden, um die Aufgaben zu lösen. Liebe Frau Müller, wir hatten am 13. Oktober um 12 Uhr einen Besprechungstermin zum Thema neue Marketingkonzepte vereinbart. Leider ist bei mir kurzfristig etwas dazwischen gekommen. Ich muss an diesem Tag nach Rom reisen. Könnten wir unsere Besprechung auf den 20. Oktober verlegen? Sollten Sie in der genannten Woche keine Zeit haben, ginge es auch am 27. Oktober oder am 4. November. Mit besten Grüßen. Siegbert Mega.